Heute geht es um den Marantz CD54. In den Weiten des Internets ist mir aufgefallen, dass es da ein Missverständnis gibt. Und zwar wird angenommen, dass der CD54 identisch mit dem Philips CD104 wäre. Der Sache möchte ich heute mal auf den Grund gehen. Wenn man das jetzt von außen sich anschaut, diese beiden Geräte, sind die natürlich exakt gleich. Aber werfen wir mal zuerst einen Blick auf die Funktionen der Geräte. Da sehen wir beim CD104, der hat die Möglichkeit des Titelsprungs sowohl vorwärts als auch rückwärts. Das hat der Marantz nicht. Dieser Funktionsumfang, der ist eigentlich mehr identisch mit den Philips-Geräten der ersten Generation. Das sind die, also der Urplayer Philips CD100 oder 101 oder die Varianten Philips 200 bis 203. CD300 bis CD303. Diese Geräte besitzen alle keinen Titelsprung rückwärts, Titelsprung vorwärts schon, da die Play-Taste als Titelsprung vorwärts dient. Das heißt, wenn ich während des Abspielen eines Gerätes die Play-Taste nochmal drücke, springt er zum nächsten Titel. Ein Titelsprung rückwärts, den gibt es hier in der ersten Generation gar nicht. Die zweite Generation, die fängt erst beim Philips CD104 an und geht dann eben weiter. Philips 204, 304, dann der 304 MK2 mit abgespeckter Wandlerversion, nur noch mit einem Dualwandler statt zwei Monowandler. Dafür auf dem Papier etwas höheren Dynamikumfang. Also erstmal, wie gesagt, bleibt festzuhalten, dass wenn man sich die Tasten hier, ich vergleiche das mal mit einem CD100, da ist die Funktion auf den Tasten ist eigentlich komplett identisch. Wir haben hier die Repeat-Taste, Select, Cancel und hier bei Marantz heißt das Memo, nicht Store, wie bei Philips. Ansonsten ist es das gleiche. Der einzige Unterschied ist hier, dass wir noch die Zeitanzeige hier des Displays, was das additiv ist im Funktionsumfang, zu der ersten Generation 100 und 101 bei Philips, dass wir hier eine Zeitanzeige haben, wie Philips aber dann auch in den Folgegeräten schon eingebracht hat. Und wir können hier das mit einer Taste umschalten. Vom reinen Funktionsumfang ist natürlich der CD104 schon mal überlegen, eben durch den Titelsprung rückwärts etc. Auch von der gefühlten Wertigkeit muss ich sagen, also wenn ich mir den Marantz anschaue, da sind also die Tasten hier, die sind also im Kunststoff ausgestanzt. Das sind noch nicht mal richtige Tasten eingesetzt. Das sieht also beim Philips schon ein bisschen hochwertiger aus, also mit auch eingelassenen Tasten. Ansonsten, was man findet, auch diese große Wippe wie beim CD104 oder der 204 hat das auch, CD204, dass eben ein großer Wipptaster für 4 Funktionen zuständig ist. So, das erstmal vom Äußerlichen und vom Funktionsumfang. Ich schraube die beiden Geräte mal auf und dann schauen wir da mal rein, wie sieht denn das von innen aus. Und schon nach Abnahme der Gehäusedeckel kann man eigentlich erkennen, dass hier nicht nur die Platinen sich unterscheiden, also hier ist tatsächlich kein Teil wie das andere, auch wenn sie ähnlich aussehen.
Also hier links, das ist der Philips CD104 und das ist der Marantz CD54. Wenn wir uns jetzt mal den Zinkuskorb angucken, selbst dieses Teil ist also ein anderes. Das ist nicht identisch. Da hier sehen wir jetzt nochmal so eine Verstärkung und die Seitenwand geht auch weiter nach vorne. Das sieht ja also ganz anders aus. Dann die CD-Einzugsmechanik, die ist ähnlich, die ist angelehnt, aber tatsächlich ist es ein anderes Teil. Wenn wir uns das mal anschauen, hier einfacher Unterschied, hier haben wir 3 Schlitze, hier haben wir 4, aber hier sind eine Menge Dinge einfach anders. Schauen wir uns mal den Arm hier an für die CD-Auflage. Das sieht also alles anders aus. Das ist also nicht identisch. Dann schauen wir uns die Hauptplatinen etwas genauer an. Hier links, das sind die Platinen vom CD104 und rechts dann der Marantz. Das ist die sogenannte Servoplatine. Die ist zuständig, um die Lasereinheit zu steuern, also den Antriebsmotor, die Höhe des Lasers, also die Fokuslage und auch wo steht der Laser, wo liest der, an welcher Stelle der CD jetzt ab. Das macht also alles diese Platine hier. Da wird der Motor gesteuert und dann sind die Leistungstransistoren dafür zuständig, eben die ganzen Funktionen zu steuern, die hinterlegt sind, um eben die CD abzutasten. Und das ist jetzt das Board aus dem Marantz CD54. Da ist die Funktion im Prinzip die gleiche, nur die Software unterscheidet sich. Aber man sieht, es sind 2 völlig unterschiedliche Platinen. Wenn sie auch die gleiche Funktion erfüllen, eben den CDM1-Laser zu steuern. Dann geht es weiter. Dann haben wir hier die Analogplatine des CD104 mit den beiden TDR1540 Wandler. Und dann das Netzteil. Bei dem Marantz sieht das etwas anders aus. Da ist das Netzteil und die Analogplatine in einem. Das hier rechts, das lassen wir mal außen vor. Das ist nicht original. Das ist ein USB-Eingang. Dieses Gerät ist schon restauriert. Hier sind schon neue Kondensatoren reingekommen. Hier sind einige konstruktive Schwächen beseitigt worden, beziehungsweise zum Beispiel hier das ist ein Brückengleichrichter, der sitzt hier original. Der ist also in seiner Ampereleistung ist ja deutlich vergrößert worden und noch ein zusätzlicher Kühlkörper installiert, weil das hier ein Schwachpunkt bei dem CD54 ist. Das sieht man auch an der Unterseite der Platine. Da ist also im Originalzustand entsteht hier eine thermische Belastung, weil dieser Gleichrichter zu heiß wird. Das ist dann nochmal mit einer höheren Leistungsfähigkeit des Gleichrichters und einem zusätzlichen Kühlkörper ist das hier noch ein bisschen verbessert. Hier sind auch natürlich alle Kondensatoren wie immer erneuert. Die müssen da raus. Die sind völlig überaltert. Die haben laut Hersteller eine Lebenszeit von 1000 Betriebsstunden und das ist natürlich alles um. Ansonsten ist es von der Funktion, von den Chips, ist das identisch. Wir haben hier den SA7000 vor den Wandlerchips. Hier sitzt normalerweise der Digitalfilter. Der ist jetzt hier entfernt, weil eben hier ein USB-Eingang geschaltet wird. Das lassen wir mal außen vor. Das ist, wie gesagt, nicht original. Es geht einfach nur mal darum zu zeigen, dass diese Platinen auch im Innern völlig unterschiedlich sind. So, welches ist denn jetzt das bessere Gerät? Und der CD54 von Marantz ist wieder zusammengebaut.
Er unterscheidet sich vom CD104 klanglich nicht sonderlich. Die Geräte sind ja, was die Chips betrifft, Leseeinheit, Wandlerchips etc., sind die eigentlich sehr identisch. Von der Funktion unterscheiden sie sich schon ein bisschen. Das hatte ich schon erwähnt, dass der Titelsprung rückwärts eben nicht möglich ist hier am Marantz. Was noch auffällt, ist ein bisschen wenn ich eine CD neu einlege, bis die mal spielt, das dauert bei manchen Marantz der 14-Bit-Generation leider etwas lange. Dazu zählen eben der 54, der 74 und der 84. Da hat Marantz eine Funktion implementiert, das nennt sich Easy Bus. Das ist ein Cinch-Eingang nochmal an der Rückseite, um das Gerät systemkompatibler zu machen. Und das ist dafür verantwortlich, dass die Einlesezeit bei den 14-Bit-Geräten ein bisschen größer ist, also ein bisschen länger ist. Beim CD73, da ist es nicht der Fall, weil das Gerät ganz einfach den Easy Bus nicht hat. So, wie sieht das aus? Also mal eine CD einlegen. Jetzt kann ich auch nicht einfach Play drücken, dass die Lade einzieht. Ich muss immer die Lade wieder schließen erst. Danach liest er immer automatisch erst die CD ein, bevor ich überhaupt Play drücken kann. So, jetzt läuft die CD an. Er liest die an und zeigt dann auch die Spieldauer hier im Display an. Und erst jetzt ist im Prinzip die Play-Taste freigeschaltet. Und selbst wenn ich die Play-Taste jetzt drücke, dauert das bei diesen genannten Geräten leider immer etwas länger als gewohnt. So, das zeige ich ganz einfach mal mit einer Stoppuhr. Das ist also ein bisschen gewöhnungsbedürftig. So, ich drücke jetzt gleichzeitig den Play-Knopf und die Start-Taste. So, die CD läuft an. Er liest ein. Und wenn das hier links anfängt zu blinken, dann spielt die CD. Ich habe einen Kopfhörer angeschlossen, dass man das auch hört. Jetzt sieht man also, das hat 10 Sekunden gedauert, obwohl die CD schon eingelesen ist, bis es dann mal losgeht. Das ist natürlich ein bisschen schlapp. Das funktioniert dann bei anderen 14-Bit-Geräten, die eben nicht von Marantz sind, ein bisschen zügiger. Wie gesagt, Ausnahme der CD73. Der ist jetzt aber ein bisschen markant von der Optik und das ist auch nicht jedermanns Geschmack. Wenn es also ein schmales Gerät sein soll, ist die Alternative, wenn man jetzt da nicht so lange Wartezeiten aufbringen möchte, der CD104 von Philips oder der CD304, der ist dann nur halt ein bisschen breiter. Damit ist nicht der CD304 MK2 gemeint, weil der hat den etwas abgespeckten Wandlerchip, der hat nur noch einen Wandlerchip. Da ist das Shift-Register ein bisschen kürzer ausgefallen für die Stereokanäle, damit das alles noch in einem Wandlerchip reinpasst. Auch wenn der auf dem Papier einen etwas höheren Dynamikwert hat, das ist aber nicht praxisorientiert, was da steht. Da ist also mit dem 14-Bit-Wandler ein besseres Ergebnis erzielbar. Also dann der 304, nicht der MK2. Oder eben das unter den 14-Bit-Geräten aus meiner Sicht das beste Gerät überhaupt. Das ist eben der Revox B225. Insofern die Geräte überholt sind, werden die sich klanglich nicht so stark voneinander unterscheiden, weil der Grundaufbau sehr ähnlich ist. Ausnahme ist jetzt der Revox B225. Da ist das Netzteil schon ein bisschen aufwendiger.
gestaltet als jetzt bei diesen Geräten hier von Philips oder Marantz. Die sind sich vom schaltungstechnischen Aufbau sehr ähnlich. Ansonsten, wie gesagt, klanglich steht der Marantz dem Philips natürlich nicht nach. Das ist einfach nur, der einzige Nachteil ist einfach in den längeren Zugriffszeiten zu suchen, und die äußere Optik, naja, das ist auch Geschmackssache, wie gesagt, ist nicht ganz so wertig. Dadurch, dass wir jetzt da das Gerät auch mit neuen Modulen nachrüsten, also das war ja schon zu sehen, der USB-Eingang, damit ich das Gerät auch als Streaming-Klienten nutzen kann. Oder auch jetzt hier ein Fernsteuermodul. Das habe ich hier mal nur testweise angeschlossen, damit man das eben mit auch gewöhnlichen Philips RC5 Handschaltern für CD steuern kann oder Universalfernbedienungen. Das war der Vergleich Marantz CD54 zum Philips CD104. Ich hoffe, euch hat es gefallen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.